Hallo meine Lieben, ich habe euch ja schon ganz viele Sachen gezeigt, die ihr mit dem Cricut Maker machen könnt, und heute wollte ich mal gucken, was es da Schönes an Geschenkboxen gibt und da so eine aus dem Design Space machen. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Für das Projekt heute starten wir gleich mal im Cricut Design Space. Und zwar wollte ich mal gucken, was die so für Weihnachtsboxen haben. Und da gebe ich einfach mal ein Box und dann Christmas. Suche mal danach. Und dann gehe ich hier in die Cricut Projekte rein und gucke mir mal an, was es da alles so gibt. Ich glaube, ich bin auch schon fündig geworden. Diese Ornament Holiday Box finde ich cool. Die wird bei mir nicht weiß, aber ich finde das Design per se ziemlich cool. Von dem her sage ich hier anpassen. Jetzt habe ich hier zwei Boxen. Das eine muss die kurz zerlegen, weil ich will eine Box nach der anderen machen. Und zwar, jetzt kurz gucken, hier die Ornamente, ist das, dann haben wir eins, was drüber geht und eins, was noch drüber geht. Von dem her nehme ich das in derselben Farbe wie die hier. Das ist dunklere. Und das nehme ich in derselben Farbe wie der untere Teil der Box. Dann kann ich die Sachen hier schon mal ausblenden. Und ich habe von der Größe geguckt, ich habe ein Cricut Papier und ein anderes Papier, die sind beide 30 x 30, von dem her reicht das hier aus. Und dann beginne ich schon mal mit der ersten Box und sage herstellen, und das mache ich dann auch. Also zuerst die erste Box und dann mache ich die zweite Box. Hier sage ich weiter. Nee, Moment. Der will mir jetzt zwei Matten machen, aber ich habe das Gefühl, das kann ich wunderbar auf der ersten Matte noch unterbringen. Ne? Hier drüben habe ich massenhaft Platz noch. Von dem her kann ich damit eine Matte arbeiten. Sage ich weiter. Ich nehme hier meinen Medium Cardstock, der mit einem Druck von 290 arbeitet. Hier will ich nicht das Falzrad, sondern ich nehme den Stift. Geht ein bisschen schneller. Und die Feinschnittklinge. Und so kann ich eigentlich schon das Material laden und loslegen. Das mache ich jetzt, und das genau dasselbe mache ich dann nachher noch mit dem zweiten Blatt. Ich habe vom Papier her zwei. Das ist einerseits der Cardstock von Cricut. Ich dachte, das passt eigentlich ziemlich gut zusammen, dieses Ton in Ton. Und dann habe ich hier, das ist noch von letzten Jahr, so ein ganzer Block mit so Weihnachtspapieren. Das habe ich bei uns aus dem Coop. Das ist sowas wie in Deutschland der Rewe. Da haben sie immer saisonal solche Blöcke, aber dann nehmt ihr einfach das Papier, was ihr habt. Und jetzt brauche ich eben zuerst den von Cricut. Den bringe ich hier auf die Matte drauf. Dann blinkt mein Cricut Maker auch schon, das heißt, ich kann das laden. Dann brauche ich eben den Falzstift noch. Und deshalb nehme ich auch den Falzstift und nicht das Rad, weil dann kann ich in einmal quasi arbeiten. Und jetzt kann ich sagen, loslegen. Jetzt ist er mit dem Falzen durch und dann fängt er an zu schneiden. Jetzt
Bevor ich das rausnehme, kontrolliere ich kurz, ob er das richtig geschnitten hat. Und das ist tatsächlich der Fall. Dann kann ich das rausnehmen. Und hier eben auch das Ornament. Die Box lege ich kurz beiseite. Und jetzt sage ich hier fertig. Dann blende ich diese Box hier wieder ein. Und das hier blende ich aus. Ne, Moment, das blende ich ein, das blende ich aus und das blende ich aus. So, dass ich das habe, sage herstellen. Auch hier nehme ich das Ornament wieder auf die erste Matte rüber und platziere das hier nah an der Box, um Papier zu sparen. Und sage weiter. Auch hier nehme ich wieder mein Medium Cardstock, sage auch hier wieder der Falzstift und sage anwenden. Jetzt kann ich hier das zweite Papier nehmen, gucken, in welche Ausrichtung ich das haben möchte. Ich glaube, das ist die Ausrichtung, die ich haben möchte. Bringe das auch hier auf die Matte drauf. Lade das Ganze. Dann kann ich lossagen und der fängt an mit Falzen wieder und dann schneiden. Dann kontrolliere ich auch hier kurz. Hat auch alles wunderbar geschnitten, können wir rausnehmen. Stift auch wieder entfernen. Und dann war es das auch schon mit dem Plotter. Jetzt können wir das auch noch von der Matte lösen. Die kleinen Sachen bekommt ihr am besten von der Matte, wenn ihr so einen Spaten verwendet. Geht eigentlich am einfachsten. Guckt einfach drauf, dass ihr da wirklich alles von der Matte runternehmt, weil wenn ihr da irgendwelche Resten drauf habt und das nächste Mal versucht irgendwie Flexfolie zu schneiden und das so eine Erhöhung hat, dann habt ihr ein unsauberes Schneideergebnis. Ne? Von dem her wirklich alles schön entfernen. Wenn ihr da noch einzelne Punkte habt, die drinnen hängen bleiben, könnt ihr die ganz einfach hier mit dem Entgitterungstool kurz rausnehmen. Dann können wir hier die Falzlinien nachziehen, die es vorgezeichnet hat oder vorgefalzt hat. The time of year again. I'm happy you're here, my winter wonderland. I'm walking around making small talk with people that pass me by. I share a laugh, it gives me joy that everyone's having a good time. I hear those jingle bells, people singing about love. So, dann starten wir mal mit dem Deckel, also das, was oben drüber gestülpt wird. Und ich mache das mit Flüssigkleber. Das könnt ihr natürlich so machen, wie ihr das gerne möchtet. Mal gucken. Die werden, glaube ich, so reingelegt. Das wird zusammen. Ich glaube, dann mache ich zuerst das hier zusammen. Ja. Machen wir zuerst die Box zusammen. Das heißt, ich mache hier Kleber drauf auf diese Lasche. Weil dann sollte man das eigentlich einfach so hinlegen können und die andere Seite drüber legen. Oder auch nicht. Immer die Frage, wie gut es passt. Also ich gucke natürlich, dass ich unten und oben, dass ich da schön abschließe und dass ich schön mit der Kante
abschließe. So in dem Stil. Dann machen wir das noch fest. Dann werden die hier reingeklappt. That's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happy you're here, my winter wonderland. Dann haben wir hier unten eine schöne Kante und jetzt können wir das hier oben noch hier reinkleben. Das heißt, ich bringe gleich Kleber auf alle Laschen drauf. Dann klappe ich die alle rein. Gucke, dass es hier schön abschließt und streiche das innen noch fest. Und so haben wir schon mal den Deckel, der drauf kommt. Dann hier die untere Box. Eigentlich genau dasselbe Prinzip. Das heißt, wir haben hier eine Klebelasche. Auch da das wieder schön aufeinander legen. Dann auch hier unten die Laschen reinkleben. Und dann können wir auch hier oben die Box schließen. It's the time of year, winter wonderland. My winter wonderland. It's the time of year, my winter wonderland. My winter wonderland. I wanna sing about the Christmas. So, wenn wir das richtig gemacht haben, müssten die eigentlich aufeinander passen. Und das tun sie auch wunderbar. Hätte sogar noch ein bisschen kleiner sein können. Aber passt, dann kann man die auch wunderbar auseinandernehmen. Muss ja manchmal auch ein bisschen berücksichtigen, dass da nachher auch was drin ist, das so ein bisschen entgegendrückt. Von dem her passt. Jetzt haben wir ja hier noch die Ornamente, wo eins ein bisschen größer ist und eins ein bisschen kleiner. Ich habe hier so Klammern mit einem Stern und ich dachte mir, das sieht eigentlich sicher super aus, so einen hier drauf zu machen. Das heißt, ich brauche hier noch ein zusätzliches Löchlein. Gucke ich mir an, wo ich dieses Löchlein haben möchte. Ich bin etwa hier. Dann kann ich den Stern hier reinmachen. Dann den hier in die Box reinmachen. Lege das so hin, wie ich das gerne haben möchte. Dann drehe ich das um. Und innen drin muss ich jetzt die Klammern noch auseinander machen. Und das möglichst flach auf die Box runterdrücken. Ich habe gerade gemerkt, wenn ich das hier reinmache,
dann gucken die Brads raus oder die Enden raus. Und ich dachte mir, weil es ist ja eh schon hier versetzt, da wäre es ja eigentlich auch schön, wenn es hier auch so ein bisschen versetzt ist. Und deshalb nehme ich nicht dieses Loch, wo es vorgesehen wäre, sondern ich gehe eins drüber. Und dann drehe ich das um und mache die beiden Klammern, mache die auseinander. Und die mache ich wirklich schön auseinander, dass das dann hier nicht ansteht. Jetzt habe ich so wie eine Abstufung. Das heißt, ich sehe ein bisschen vom hintersten Ornament, dann das, was ich ausgeschnitten habe und das zweite, was ich ausgeschnitten habe. Ich hoffe jetzt, dass es trotzdem über die Box drüber geht. Da steht hier hinten beim Brad ein bisschen an und deshalb nehme ich einfach aus dem Papier, was ich hatte, nehme ich so ein Stück, mache hier Kleber drauf und dann klebe ich das von hinten drauf, damit dann die Box auch besser rutscht. Ihr könnt auch sowas nehmen wie zum Beispiel Etikette oder sowas. Geht auch. Das heißt, ich gucke einfach drauf, dass das Papier von hinten nicht nach vorne guckt, aber trotzdem die beiden Klammern abdeckt und hinten gut festklebt. So, jetzt probieren wir das nochmal. Ja, jetzt rutscht sie auch wunderbar drüber. Und was wir jetzt noch machen können, ist noch ein Band ringsherum machen, weil das wäre ja so ein bisschen lose. Ich mache jetzt einfach ringsherum noch ein Band drüber und mache oben eine Schlaufe. Und damit das nicht ausfranst, könnt ihr da ganz einfach mit dem Feuerzeug ganz kurz drüber, so dass das versiegelt ist. Ich mache es jeweils so, dass ich da noch Klebepunkte drunter mache, damit das schön an Ort und Stelle bleibt. Weil die halten nicht super fest, aber genug, um das an Ort und Stelle zu halten. Und so habt ihr eine süße Geschenkverpackung, ganz einfach mit dem Plotter gemacht. Vorne mit den Ornamenten, kleinen Stern, dann mit einem Geschenkband ringsherum, damit das Ganze auch zusammengehalten wird. Oben eine kleine Schlaufe und das gibt doch schon was her. Das ist diese Idee. Ihr seht also, ihr könnt auch wunderbar bei den Cricut-Projekten mal reingehen und gucken, was es da so für Geschenkboxen gibt, weil da findet ihr wirklich super schöne Sachen. Ich hoffe, euch hat diese Idee und das Video gefallen und dass ihr da Lust habt, das selber auch mal auszuprobieren und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!